Hallo ihr Lieben, wunderschönen guten Morgen. Ihr habt mich ja gefragt, was da so rattert, und was da so rattert, das zeige ich euch jetzt. Das ist mein Sternenlicht. Das habe ich so aufgehängt, dass es auf den Tisch Sterne wirft, und das rattert manchmal, und wenn es sich dann eingespielt hat, hört es auch auf. Also das ist, wo ihr im Sommer immer den Venti gehört habt, habt ihr jetzt hier diesen Motor von diesem Licht. Es steht ja nun mal auf dem Kopf, und wahrscheinlich gefällt es dem nicht so, aber ich möchte es halt so. Da kommen die Geräusche her. Ich habe jetzt die Intuitionskarten von Martin Zoller am Start, und wir gucken mal, was die Botschaft für heute ist. Ja, das haben wir doch alle gerne. Die Fülle wird hier angesprochen. Und die Karte sagt eigentlich, dass wir im Leben alles haben, was wir brauchen. Dass wir Fülle auch mit anderen teilen sollen, egal in welchem Bereich. Und dass wir im Moment nicht suchen müssen, wo noch irgendwas herkommen kann, muss. Wenn man teilt, was man hat, kommt immer wieder Neues dazu. Das ist so eine universelle Antwort und eigentlich auch praktizierbar. Also das ist nicht nur so ein Sprichwort oder ein esoterischer Grundsatz. Wenn ihr es ausprobiert, werdet ihr es feststellen. Ja, es kann ja sein, dass ihr vielleicht in der Vergangenheit mit dem Thema Fülle so euer Ding hattet. Vielleicht habt ihr viel von euch gegeben, wobei da ja auch immer, ne, man gibt von Herzen und kriegt nichts zurück. Hat man die Erwartung, ist es nicht richtig, und doch haben wir sie alle irgendwo, ne? Weil am Ende, wenn abgerechnet wird, habe ich schon so oft gehört, was ich schon alles für dich getan habe, und ich habe das selber auch schon gesagt. Aber es ist halt so eine Sache, die hier mitschwingt, obwohl jeder von uns weiß, dass man das ja nicht machen sollte. Also jemand hat uns vielleicht nicht so behandelt, wie es uns zusteht. Und das hat uns vielleicht auch daran gehindert, weiter die Fülle zu fühlen oder das Füllebewusstsein so zu heben, dass es verfügbar und abrufbar ist. Ja, genau das spielt sich hier entgegen. Hier oben haben wir als Kernaussage, ne, du hast alles, was du brauchst, teile das mit anderen, und an sich ist es dann wieder so, dass unten irgendwo auf den tragenden Pfeilern sozusagen Respektlosigkeit und Verluste irgendwo sind, ne? Die das Bewusstsein für Fülle mit bei uns in irgendeine andere Qualität bringen. Ja, guckt euch das an. Arbeit an dem Thema Fülle, Fülle über die Arbeit, Erfülltsein im Arbeitsbereich. Ein Fundament, das man sich schon erarbeitet hat. Das kann auch nur, ich nenne es jetzt nochmal, das Bewusstsein der Fülle, weil bei jedem ist das ein bisschen anders gepolt. Aber hier liegt schon eine gute Qualität dran. Man kann da auch immer wieder dran arbeiten, wenn man das verliert, weil manchmal sind eben Zeiten, da sind die zum Beispiel die Rechnungen hoch oder die Personen, die einen tragen, ein bisschen wenig. Und dann kommt man schnell in Mangelgedanken, und das sagen hier die Karten. Wir haben ein solides Fundament, das auch weiterhin auf Wachstum gepolt ist. Erdung immer wieder ist auch wichtig, Langfristigkeit und eben diesen Konflikt, den wir mit dem Thema Verlieren, Verlust haben, ja, den
hat man vielleicht im Leben schon öfters mal, weil man es schon erlebt hat. Es geht um Verletzungen, Wunden aller Art. Und es geht darum, diese Qualität zu mindern und den Anker so zu fühlen, wie er eben ist. Ne? Ausgleichend, stabil, gibt Halt. Okay, gucken wir weiter. Guckt euch das mal an. Hier stecken vielleicht auch so Sachen dahinter, wie man sie in der Familie erlebt hat. Gerade auch diese Glaubenssätze von Fülle werden ganz gerne weitergegeben. Hier haben wir die Familienthemen, den Verbund auch, gerade wenn man sagt, so, das, was du hast, teile auch. Und ich glaube, dass gerade, also ich kann es jetzt von meiner Region sagen, von Schwaben zum Beispiel, ne? Da steckt ja ganz oft dahinter, Fülle gibt es eigentlich gar nicht, die muss man sich erarbeiten. Wer nichts erbt, der kommt auch nie zu Geld. Sowas alles, ne? Und wenn du mit sowas aufgewachsen bist, fällt es dir natürlich schwer, es entweder nicht genauso zu tun oder deine eigenen Gedanken darüber zu formatieren. Und die Karte mit dem Kolibri sagt hier noch, dass wir nicht auf der Welt sind, um Trauer und Schmerz immer nur zu haben, sondern dass wir auch Freude haben dürfen, Freude beim Arbeiten, bei allem, ne? Vielleicht kostet diese Freude manchmal auch etwas Geld, aber man investiert es ja in sich auch wieder rein. Also auf dieses, was ich mir erarbeitet habe, so drauf zu sitzen und nichts davon weiterzugeben, bringt eigentlich mehr Begrenzung und Unmut anstatt Freude am Tun. Wenn ihr um euch rumguckt und euch überlegt, was ihr alles schon erschaffen habt, ja, dann dürftet ihr, wir alle, mehr als glücklich sein. Wir haben ein Zuhause, wir haben was zu essen, wir haben Geld, wie viel auch immer. Wir haben es warm. Also diese ganzen Bedürfnisse, die sind schon mal befriedigt. Und das ist schon mal, finde ich, die Grundvoraussetzung, da mal auch drüber nachzudenken, was ist mit den Leuten, die das nicht haben, durch wessen Schuld auch immer. Ne? Dann legen wir hier noch einen Engel hin. Und ihr dürft einen aussuchen. Ich nehme diesen hier. Guckt mal, hier haben wir das Wachstum und hier haben wir den Engel des Wachstums. Erkenne in allem, was dir begegnet oder widerfährt, eine Chance zu wachsen, daraus zu lernen oder Gelassenheit zu üben. Je bunter und vielfältiger das Leben ist, umso mehr wirst du es schätzen. Dein Engel hilft dir dabei, die kleinen und großen Wunder zu erkennen. So ist alles um dich herum eine Aufforderung zum inneren Wachstum und wird dich bereichern. Die andere Seite hat den Engel des Trostes und der sagt, in schweren Zeiten ist dein Engel ganz nah bei dir. Bitte ihn, dich mit seinen Flügeln zu umfangen, um dir so Geborgenheit zu schenken. Sei zuversichtlich, dass dein Herz und deine Seele bald wieder geheilt sind. Die Botschaft deines Engels, du bist nicht allein, denn dein Schutzengel ist immer an deiner Seite. Sei dir seiner Hilfe stets bewusst und spüre, wie Hoffnung und Zuversicht in deinem Herzen erwachen. Okay, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderbaren Tag heute. Der letzte des Monats. Jetzt gehen wir in den Dezember. Ich drücke euch, bis bald.